Servus Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im Moment sind wir hier am Altrhein, zwar noch in Deutschland und die Betonung liegt auf noch. Denn bald werden wir in Bosnien und Herzegowina sein. Dort werden wir uns auf die Suche machen nach den Würfelnattern. Wir werden euch zeigen, wie sie leben, wie sie fressen, wie sie jagen und vor allem, wir werden auch unter Wasser gehen. Wir werden richtig ins Reich der wilden Würfelnattern hineintauchen. Viel Spaß dabei. Wenn ihr Österreicher seid oder Schweizer, dann habt ihr richtig Glück. Ihr könnt die Tiere nämlich dann direkt vor der Haustür beobachten. Hier in Deutschland ist es aber leider so, dass es mittlerweile kaum noch Exemplare gibt. Tatsächlich leben aber noch einige Bestände an den Nebenflüssen des Rheins, zum Beispiel der Nahe, der Mosel oder der Lahn. Aber meiner Erfahrung nach ist es fast unmöglich, die dort ordentlich zu Gesicht zu bekommen. Die wohnen dann irgendwo versteckt in den Büschen, dann könnt ihr keine gescheiten Fotos von denen machen. Aber dort leben sie, theoretisch. Hier sind wir jetzt an der Neretva, einem der, gemessen an der Außentemperatur, kältesten Flüsse der Welt. Würfelnattern haben wir direkt hier gefunden, aber auch an kleineren Zuflüssen. Leute, hier haben wir ein sehr schönes, ausgewachsenes Exemplar der Würfelnatter. Wir sind gerade in einem Biotop in Bosnien und hier gibt es jede Menge. Hier ist der Bach, hier gibt es richtig viele Fische. Vielleicht habe ich auch krasse Aufnahmen, wo einer einen riesigen Fisch frisst. Vielleicht. Aber hier könnt ihr mal sehen von nahem, wie die aussehen. Wunderschön. Eine bestimmte Ähnlichkeit zur Ringelnatter ist auf jeden Fall da, sind ja auch Verwandte. Auch an Wasserfällen haben wir sie gefunden, selbstverständlich nicht direkt unter dem Wasserfall, aber einfach außenrum, ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten, da wo das Wasser etwas ruhiger ist, dort könnt ihr sie auch antreffen. Hier sind wir jetzt an einem Bach, der quer durch landwirtschaftliches Gebiet fließt und wenn ihr genau hinseht, könnt ihr auch schon die Würfelnatter erkennen. Man sieht, die Tiere haben auch ordentlich Power, da sie sich trotz dieser starken Strömung so gut festhalten kann. Unglaublich, dass wir sie dort entdecken konnten. Aber es blieb nicht bei dieser einzigen Schlange dort. Was ihr hier seht, ist tatsächlich ein künstlicher Kanal, der sich abzweigt von dem eigentlichen Fluss. Und dort konnten wir ganz viele kleine und junge Würfelnattern entdecken. Aber nur die jungen, keine einzige große. Das hier ist jetzt mal ein ganz anderer Lebensraum. Es ist ein stehendes Gewässer und auch hier findet ihr die Würfelnatter, aber hier etwas größere Exemplare. Total krass war es, dass wir die auch tatsächlich in diesem Mini-Tümpel gefunden haben, vor allem wenn man bedenkt, dass die so selten in Deutschland ist und dort sitzt sie einfach so dort, wo tausende Touristen täglich dran vorbeilaufen und da sitzt einfach eine Würfelnatter drin. Das ist bei den Wasserfällen von Kravica. Die Würfelnatter wird im Süden ihres riesigen Verbreitungsgebiets, das von Italien bis Mittelasien und ins Nildelta reicht, zwar größer als bei uns, bleibt aber trotzdem meist unter 1 Meter Länge. Sie ist sehr stark an das Wasser gebunden, viel stärker als die Ringelnatter, denn sie ist praktisch ein reiner Fischfresser. Entsprechend dieser Lebensweise sind ihre Augen und Nasenlöcher stark nach oben orientiert.
Sie schwimmt und taucht hervorragend und kann lange unter Wasser bleiben. Hier seht ihr mal, wie schnell sie unter Wasser vorankommt. Natrix tessellata, wie diese Art wissenschaftlich heißt, sonnt sich nicht nur gerne am Ufer, sondern auch auf Seerosenblättern oder flutenden Wasserpflanzen. Und genau da ist auch eure Chance, diese Tiere zu entdecken und auch gute Aufnahmen von ihnen zu machen. Teilweise, wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch nah ran, wie wir es hier auch geschafft haben mit der GoPro. Dann müsst ihr ins kalte Wasser, aber das ist es auf jeden Fall wert. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, dann erwischt ihr sie auch bei der Jagd. Hier seht ihr jetzt mal ein paar Aufnahmen von diesen wunderschönen und auch wirklich großen Würfelnattern im eiskalten Bach auf Augenhöhe. Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, nämlich der Jagd. In diesen Bächen und allgemein in ihrem Ökosystem ist alles voll mit Fischen. Da sind teilweise Flächen, die sind komplett schwarz, weil so viele Fische da sind. Und da können Sie natürlich den ganzen Tag lang nach Fischen jagen. Ich zeige es euch mal an einem Beispiel. Da ist zum Beispiel jetzt eine kleine. Und die bleibt jetzt einfach in dieser Position so lange, bis sie einen passenden Fisch gefunden hat, und dann schnappt die sich den. Und stellt euch mal vor, ihr wärt eine Würfelnatter, dann hättet ihr genau diesen Ausblick auf euer Essen. Jeden Tag. Unfassbar, oder? Jetzt hatten wir schon genügend wunderschöne Aufnahmen. Aber eine hat uns noch gefehlt, nämlich bei der Jagd. Das ist als Wildlife-Fotograf natürlich das Wichtigste, die Tiere bei der Jagd zu begleiten. Dann hieß es unter Wasser tauchen und die Tiere bei der Jagd zu filmen. Es gab richtig viele Versuche. Immer wieder mal hat eine Schlange zugeschnappt und zugeschnappt und zugeschnappt. Und wir dachten schon, nee, das wird nix. Weil unter Wasser hat keiner einen Fisch bekommen. Auf einmal hatten wir eine richtige Glückssträhne, eine nach der anderen, und es waren nur große Exemplare. Die haben die Fische gepackt, man hat gesehen, wie die gekämpft haben auf die Fische. Einer hat sogar den Fisch unter Wasser gefressen, beziehungsweise wir konnten sie unter Wasser dabei filmen, die anderen an Land. Und es war unfassbar. Diese große Würfelnatter haben wir dann noch an einem anderen Biotop gefunden, und ihr seht, der Fisch ist riesig, also sie lässt sich hier eine riesige Mahlzeit schmecken. Für uns waren es unglaubliche Momente mit dieser faszinierenden und super an ihre Lebensweise angepasste Schlange. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann könnt ihr natürlich den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, kommentieren, teilen und so weiter. Bis zum nächsten Mal.